Stell dir vor, wir bauen eine neue Raumstation auf einer der 4 kürzlich besiedelten Marsbasen und lassen darüber abstimmen, wo sie stehen soll. Von den 100 Marssiedlern leben 42 in der Basis West, 26 in der Basis Nord, 15 in der Basis Süd und 17 in der Basis Ost. Nehmen wir an, jeder möchte, dass die Raumstation so nahe wie möglich an seiner Basis ist und stimmt entsprechend ab. Wie kann man diese Wahl am fairsten gestalten? Die einfachste Lösung wäre, jedem Wähler eine Einzelstimme zu geben und dann den Ort mit den meisten Stimmen auszuwählen. Das nennt man Mehrheitswahlrecht oder Erster durchs Ziel. In diesem Fall gewinnt die Basis West spielend, weil dort die meisten Wähler leben. Dennoch fände die Mehrheit der Siedler dieses Ergebnis schlecht, weil die Station von ihnen allen sehr weit entfernt wäre. Ist also ein Mehrheitswahlrecht wirklich die fairste Methode? Sollten wir nicht lieber ein System wie die integrierte Stichwahl ausprobieren, die die gesamte Bandbreite der Präferenzen und nicht nur die Favoriten berücksichtigt? Das würde so funktionieren. Zunächst ordnen die Wähler jede Option auf einer Skala von 1 bis 4 ein und wir vergleichen ihre Favoriten. Süd bekommt die wenigsten Stimmen für Platz 1 und scheidet also aus. Seine 15 Stimmen werden auf die zweite Wahl dieser Wähler verteilt, die Basis Ost, die dadurch 32 Stimmen erhält. Wir vergleichen wieder die Top-Präferenzen und lassen die letztplatzierte Option ausscheiden. Diesmal trifft es die Basis Nord. Die zweite Wahl der Einwohner wäre die Basis Süd gewesen, aber weil die bereits ausgeschieden ist, gehen die Stimmen an die dritte Wahl. Damit gewinnt Ost mit 58 Stimmen. Im Vergleich zu den 42 Stimmen von West. Aber auch das scheint nicht fair. Nicht nur ist Ost als Vorletzter gestartet, sondern die Mehrheit zählt diese Basis auch zu einer der 2 unbeliebtesten Optionen. Anstelle von Ranglisten könnten wir in mehreren Runden abstimmen, wobei die beiden Erstplatzierten in eine Stichwahl kommen. Eigentlich würde das heißen, West und Nord gewinnen die erste Runde und Nord die zweite. Doch die Bewohner von Ost wissen, dass sie zwar nicht genügend Stimmen zum Sieg haben, aber dennoch das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen können. In der ersten Runde stimmen sie für die Basis Süd statt ihre eigene und verhindern so erfolgreich, dass Nord weiterkommt. Dank dieser taktischen Stimmabgabe von Ost gewinnt Süd problemlos die zweite Runde, obwohl es die wenigsten Einwohner hat. Kann ein System gut und fair sein, wenn es einen Anreiz bietet, über Präferenzen zu lügen? Vielleicht sollten wir den Wählern bei jeder Abstimmung erlauben, eine Präferenz anzugeben. Das nennt man die Condorcet-Methode. Stell dir folgende Abstimmung vor: West gegen Nord. Alle 100 Siedler entscheiden über ihre Präferenz zwischen den beiden. Das sind also die 42 von West gegenüber den 58 von Nord, Süd und Ost, die alle Nord bevorzugen würden. Jetzt tun wir das Gleiche mit den anderen 5 Abstimmungen. Sieger ist die Basis, die am öftesten gewinnt. Hier gewinnt Nord 3-mal und Süd 2-mal. Das sind in der Tat die zentralen Standorte und Nord hat den Vorteil, bei niemandem ganz hinten zu rangieren. Ist also die Condorcet-Methode generell ein ideales Wahlsystem? Nicht unbedingt. Nehmen wir eine Wahl mit 3 Kandidaten. Wenn die Wähler A gegenüber B und B gegenüber C bevorzugen, aber C lieber als A hätten, ermittelt man mit dieser Methode keinen Gewinner. Über Jahrzehnte haben Forscher und Statistiker Dutzende komplizierte Methoden zur Durchführung und Auszählung von Wahlen entwickelt. Und manche davon wurden sogar in die Praxis umgesetzt. Aber egal, welche man auswählt, sie kann immer zu einem ungerechten Ergebnis führen. Es zeigt sich also, dass unser intuitives Konzept von Fairness tatsächlich eine Reihe potenziell widersprüchlicher Annahmen enthält. Es scheint nicht fair, dass manche Wähler mehr Einfluss haben als andere, aber es scheint auch nicht fair, die Präferenzen von Minderheiten zu ignorieren oder Menschen zu motivieren, das System zu manipulieren. Mathematische Beweise zeigen, dass es bei jeder Wahl mit mehr als 2 Optionen kein Wahlsystem gibt, das nicht zumindest gegen einige theoretisch wünschenswerte Kriterien verstößt. Zwar meint man oft, Demokratie sei eine einfache Angelegenheit des Auszählens von Stimmen, doch sollte man auch bedenken, welche Seite von welchen Auszählungsmethoden profitiert.
Bereit weiterzulernen? Schau dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder um mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere und bleib neugierig.